Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, um deine sprachlichen Fähigkeiten weiter zu verfeinern. In unserer letzten Folge haben wir uns in Meisterdetektive verwandelt. Mit den richtigen Fragewörtern wie wer, wen, wem und welcher haben wir gelernt, präzise Ermittlungen anzustellen und gezielt nach Informationen zu suchen. Wir haben also gelernt, wie man die richtigen Fragen stellt. Heute lernen wir, wie man die präzisesten Antworten gibt. Es geht darum, Klarheit zu schaffen, Missverständnisse zu vermeiden und ganz gezielt auf Dinge zu zeigen. Wir widmen uns heute den Wörtern, die wie ein sprachlicher Laserpointer funktionieren, den Demonstrativpronomen. Im Mittelpunkt stehen die drei Hauptakteure, der Alleskönner dieser, sein etwas distanzierter Verwandter jener und der Spezialist derjenige. Diese Wörter sind weit mehr als nur einfache Ersatzwörter für Substantive. Sie sind Werkzeuge der Betonung, des Vergleiches und der Struktur. Sie sind der Unterschied zwischen einem vagen »Er gefällt mir« und einem klaren »Dieser hier gefällt mir, nicht jener dort«. Am Ende dieser Folge wirst du nicht nur die Grammatik hinter diesen Wörtern verstehen, sondern auch das feine Gefühl dafür entwickelt haben, wann und warum ein Muttersprachler zu diesen Zeigewörtern greift, um seine Aussage unmissverständlich zu machen. Bist du bereit, die Kunst des präzisen Zeigens zu meistern? Dann lass uns direkt einsteigen. Das Grundprinzip. Warum ein »er« manchmal nicht genug ist. Bevor wir die einzelnen Pronomen sezieren, müssen wir das Fundament verstehen. Was ist ein Demonstrativpronomen überhaupt und warum brauchen wir es? Ein normales Personalpronomen wie er, sie, es verweist einfach auf eine Person oder Sache, die bereits erwähnt wurde. Es ist neutral. Stell dir vor, ich sage: Ich sehe einen Mann auf der Straße. Er trägt einen Hut. Das ist klar. Es gibt nur einen Mann, auf den sich das er beziehen kann. Aber was passiert in dieser Situation? Stell dir vor, ich sage: Ich sehe zwei Männer auf der Straße. Er trägt einen Hut. Jetzt hast du ein Problem. Welcher von beiden? Die Aussage ist unklar. Und genau hier kommen die Demonstrativpronomen ins Spiel. Ihre Hauptaufgabe ist es, aus einer Gruppe von Möglichkeiten eine spezifische Person oder Sache hervorzuheben, sie quasi mit dem Finger zu zeigen. Hör dir den Satz noch einmal mit Demonstrativpronomen an. Ich sehe zwei Männer auf der Straße. Dieser hier trägt einen Hut, jener dort trägt einen Schal. Plötzlich ist alles kristallklar. Das Demonstrativpronomen demonstriert, es zeigt, es identifiziert. Es trägt eine viel stärkere Betonung und eine klarere Information als ein einfaches Personalpronomen. Es ist ein aktives Werkzeug, um den Fokus des Zuhörers zu lenken. Und dieses Werkzeug schauen wir uns jetzt im Detail an. Der Alleskönner für Nähe. Dieser, diese, dieses im Detail. Beginnen wir mit dem mit Abstand häufigsten und wichtigsten Demonstrativpronomen dieser. Es ist ein universelles Werkzeug, um auf etwas zu zeigen, das sich in räumlicher, zeitlicher oder gedanklicher Nähe befindet. Es ist das deutsche this oder this one. Die gute Nachricht zuerst. Die Deklination von dieser, diese, dieses ist unglaublich einfach, wenn du eine Sache schon kannst.
den bestimmten Artikel deklinieren. Die Regel ist ganz einfach. Dieser bekommt immer dieselbe Endung wie der bestimmte Artikel, der, die, das. Lass uns das mal durch den Kopf gehen. Für ein maskulines Wort im Nominativ ist der Artikel der. Die Endung ist er, also heißt es dieser. Im Akkusativ ist der Artikel den, die Endung ist en, also heißt es diesen. Im Dativ ist es dem mit der Endung em, also heißt es diesem. Du siehst, die Endung ist immer ein Spiegelbild des Artikels. Das funktioniert für alle Geschlechter und Fälle. Hören wir uns das in der Praxis an. Dieser kann auf zwei Arten verwendet werden. Erstens als Artikelwort, also als direkter Begleiter vor dem Substantiv. Im Nominativ: dieser Stuhl ist viel bequemer als der andere. Im Akkusativ: ich möchte bitte diesen Kuchen kaufen. Hier zeigst du ganz klar, nicht irgendeinen Kuchen, sondern genau den hier. Und im Dativ: ich habe mit dieser Frau schon gesprochen. Zweitens kann dieser auch als Pronomen alleine stehen und das Substantiv komplett ersetzen. Stell dir einen Dialog vor. Jemand fragt: welchen Mantel findest du schöner? Du antwortest: diesen hier finde ich schöner. Du musst das Wort Mantel nicht wiederholen. Diesen reicht völlig aus. Oder im Plural. Jemand fragt: welche Äpfel möchtest du? Du sagst: ich nehme diese. Diese wird also benutzt, um auf etwas Konkretes zu zeigen, das entweder physisch anwesend ist oder im Gespräch gerade eben erwähnt wurde. Es schafft eine direkte Verbindung zum Hier und Jetzt. Der distanzierte Verwandte jener, jene, jenes. Kommen wir zum Gegenstück von dieser, dem Demonstrativpronomen jener. Seine Funktion ist es, auf etwas zu zeigen, das räumlich, zeitlich oder gedanklich weiter entfernt ist. Es ist das deutsche that oder that one over there. Grammatikalisch ist es wieder einfach, denn es folgt genau derselben Logik wie dieser. Jener wird ebenfalls exakt wie der bestimmte Artikel dekliniert. Die Endungen sind also identisch. Die Stärke von jener liegt im direkten Kontrast zu dieser. Stell dir vor, du stehst auf einem Hügel und zeigst auf zwei Häuser. Du sagst: dieses Haus hier gehört uns, jenes Haus dort drüben gehört unseren Nachbarn. Dieses für das Nahe, jenes für das Ferne. Man kann es auch für die Zeit benutzen. Ich erinnere mich noch gut an jene Zeit, als es noch keine Smartphones gab. Du sprichst von einer weit entfernten Zeit. Oder für abstrakte Ideen. Es gibt zwei Meinungen. Diese besagt, dass wir investieren sollten, jene rät zur Vorsicht. Hier stellst du zwei gedankliche Konzepte gegenüber. Wichtige Nuance für den Alltag. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, um natürlich zu klingen. In der modernen, gesprochenen deutschen Sprache wird jener immer seltener verwendet. Es klingt oft sehr formell, literarisch oder sogar ein bisschen altmodisch. Was sagen Muttersprachler stattdessen im Alltag, um diesen Kontrast auszudrücken? Sie benutzen eine sehr einfache und clevere Kombination. Den bestimmten Artikel plus ein kleines Signalwort wie da oder dort. Statt zu sagen: dieses Auto hier ist meins, jenes ist deins, sagt man im Alltag viel häufiger: das Auto hier ist meins und das da ist deins. Oder noch ein Beispiel: der Stuhl hier ist frei, aber der da ist besetzt. Wenn du also sprichst, ist die Kombination der da, die da oder das da fast immer die bessere und natürlichere Wahl als jener. In geschriebenen, formellen Texten ist jener aber nach wie vor ein elegantes Werkzeug, um Klarheit zu schaffen.
der Spezialist für Verweise, derjenige, diejenige, dasjenige. Nun zu unserem Spezialisten. Derjenige ist ein besonderes Demonstrativpronomen. Seine Hauptaufgabe ist es nicht, auf etwas im Raum zu zeigen, sondern auf einen folgenden Relativsatz zu verweisen. Es ist ein Ankündigungspronomen. Es baut Spannung auf und sagt dem Zuhörer: Achtung, die Person oder Sache, die ich jetzt meine, wird im nächsten Satzteil genauer beschrieben. Die Formel, die du im Kopf behalten solltest, lautet fast immer derjenige, der, die, das. Die Grammatik hier ist etwas knifflig, denn derjenige besteht aus zwei Teilen und man muss wissen, dass beide Teile dekliniert werden. Der erste Teil, also der, die, das, wird wie der normale bestimmte Artikel. Der zweite Teil, jenige, wird wie ein Adjektiv nach einem bestimmten Artikel dekliniert, meistens mit der Endung n. Hör dir das mal für einen maskulinen Fall an. Im Nominativ heißt es derjenige, im Akkusativ denjenigen und im Dativ demjenigen. Hören wir uns das in ganzen Sätzen an, dann wird es klarer. Derjenige, der als letzter geht, macht bitte das Licht aus. Hier könnte man auch einfacher sagen, wer als letzter geht. Aber derjenige ist viel betonter und spezifischer. Es hebt diese eine Person aus allen anderen heraus. Ich möchte mit derjenigen sprechen, die für die Personalabteilung zuständig ist. Im Plural: Prämien werden nur an diejenigen ausgezahlt, die ihre Ziele erreicht haben. Derjenige ist also ein sehr formelles und präzises Werkzeug. Du brauchst es nicht in jedem Gespräch, aber wenn du in einem formellen Kontext, zum Beispiel bei der Arbeit oder in einer Präsentation, eine ganz bestimmte Gruppe von Personen oder Dingen ansprechen willst, die du danach definierst, ist es das perfekte Instrument. Der geheime Alleskönner, der betonte Artikel der, die, das. Zum Abschluss habe ich noch einen Profi-Tipp für dich, der deinen Sprachfluss revolutionieren wird. Wusstest du, dass der normale bestimmte Artikel der, die, das selbst als Demonstrativpronomen fungieren kann? Der Trick liegt nicht nur in der Grammatik, sondern vor allem in der Betonung. Wenn du den Artikel stark betonst, verwandelt er sich von einem einfachen Begleiter in ein starkes Zeigewort. Hör dir den Unterschied an. Zuerst neutral: Ich sehe den Mann. Er ist mein Nachbar. Und jetzt als Antwort auf eine Frage mit Betonung. Wer ist der Mann da drüben? Der ist mein Nachbar. Dieses betonte der ist viel direkter und umgangssprachlicher als dieser ist mein Nachbar. Es ist die häufigste Art, im gesprochenen Deutsch auf etwas zu zeigen. Die Deklination ist fast identisch mit dem normalen Artikel, aber pass auf bei einer wichtigen Ausnahme im Dativ Plural. Wenn du sagst, ich spreche mit den Nachbarn, aber dann auf sie verweisen willst, sagst du, von denen habe ich das gehört. Man benutzt hier also denen, nicht den. Dieses betonte der, die, das und denen im Dativ Plural zu verwenden, ist ein klares Zeichen von fortgeschrittenem Sprachgefühl. Und da haben wir es, die hohe Kunst des Zeigens. Wir haben gesehen, dass Demonstrativpronomen nicht nur einfache Wörter sind, sondern präzise Instrumente, um Fokus zu schaffen, Vergleiche zu ziehen und komplexe Ideen zu strukturieren. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Dieser ist ein universelles Werkzeug für alles, was nahe ist. Die Endung ist immer ein Spiegelbild des bestimmten Artikels.
Jener ist das Gegenstück für alles, was fern ist, wird aber im gesprochenen Deutsch oft durch die natürlichere Variante der da, die da, das da ersetzt. Derjenige ist der formelle Spezialist, der auf einen folgenden Relativsatz verweist und ankündigt: die Person, die. Der betonte Artikel der, die, das ist die häufigste und natürlichste Art, im gesprochenen Deutsch auf etwas zu zeigen. Mein Tipp der Woche, um das zu verinnerlichen, ist eine kleine Beobachtungs- und Austauschübung. Nimm dir einen einfachen deutschen Text oder höre ein Gespräch. Jedes Mal, wenn du ein Personalpronomen wie er, sie, es siehst oder hörst, frage dich: Könnte ich es hier durch ein Demonstrativpronomen ersetzen, um die Aussage klarer oder betonter zu machen? Statt ich nehme das Hemd, es gefällt mir, könntest du üben zu sagen: ich nehme dieses Hemd, dieses gefällt mir. Durch dieses bewusste Austauschen entwickelst du ein Gefühl für die subtile Kraft und die Nuancen dieser wichtigen Zeigewörter. Vielen Dank, dass du heute wieder auf dieser tiefen Entdeckungsreise dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, deine Ausdrucksweise auf Deutsch zu präzisieren, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge machen wir den logischen nächsten Schritt. Nachdem wir heute gelernt haben, auf ganz bestimmte Dinge zu zeigen, lernen wir, wie man über unbestimmte Personen und Dinge spricht. Es geht um die Indefinitpronomen. Jemand, niemand, etwas, alles, jeder. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.